Hallo und herzlich willkommen bei der Historischen Entdeckungsgesellschaft. Wir sind aktuell mit dem Wohnmobil in Dänemark unterwegs. Genauer gesagt sind wir auf Rømø, Dänemarks größter Nordseeinsel. Die Insel ist die südlichste dänische Wattenmeerinsel und liegt ca. 3 Kilometer von der Nordseeinsel Sylt entfernt. In Rømø haben wir den breitesten Strand Europas. Er ist an manchen Stellen bis zu 6 Kilometer breit. An der Südspitze haben wir einen großen Strand, den sogenannten Sonderstrand, und im Norden liegt der Strand von Lakolk. Am Sonderstrand kann man Strandsegeln und Kitebuggy fahren. In Lakolk finden sich Kitesurfer, Reiter und Drachensteiger. Das Besondere an Dänemark ist, dass man in vielen Strandbereichen den Strand mit dem Auto befahren darf. Und das ist natürlich einerseits schon ein Abenteuer an sich, aber für uns bringt das einen ganz großen Vorteil mit sich, weil wir können natürlich mit dem Wohnmobil direkt bis auf den Strand fahren, unsere gesamte Ausrüstung nie mitnehmen und brauchen überhaupt nichts mehr zu tragen. Das heißt, wir nehmen unser Zuhause gleich mit und können direkt vor Ort loslegen. Jetzt stellt sich ja immer eine Frage: Im Vorfeld unserer Reise wollen wir natürlich immer abklären, dass dann alles, was wir hier tun, auch so legal ist, und wir haben uns bei den dänischen Behörden erkundigt. Zuerst bei der dänischen Botschaft, und die dänische Botschaft hat uns genau erläutert, wie man an eine Sondierungserlaubnis für einen Metalldetektor kommt. Der erste wichtige Schritt: Man muss sich an das ortsansässige Museum wenden. Das haben wir gemacht, haben das Museum auf Rømø, oder besser gesagt das Museum, das für Rømø zuständig ist, haben wir angeschrieben und unser Vorhaben vorgetragen. Wir haben dann daraufhin eine Sondierungserlaubnis vom Museum erhalten mit der Bitte, dass wir uns an das dänische Umwelt- und Ernährungsministerium im zweiten Schritt wenden sollten. Das dänische Ministerium für Umwelt und Ernährung wiederum hat die ganzen Unterlagen von uns bekommen und hat uns dann die endgültige, offizielle und behördlich genehmigte Sucherlaubnis erteilt. Wir können jetzt also starten, mit allen Voraussetzungen ausgestattet, die wir brauchen, zu unserer Detektorsuche auf Rømø. Los geht's!
Für unsere heutige Suche sind wir nach La Colque, den größten Strand der Insel Römö, gefahren. Hier treffen sich einmal im Jahr Drachenflieger zu einem Festival und auch Kitesurfer und andere Menschen, die ein Strandvergnügen suchen, tummeln sich hier in großen Mengen. Man kann es auch schon erkennen an den vielen Fahrzeugen hinter mir, dass das Angebot, den Strand mit dem Auto zu befahren, ganz rege genutzt wird. Wo viele Menschen sind, geht natürlich auch eine Menge verloren. Und deshalb wollen wir jetzt mal nachsehen, was man hier so alles finden kann. Ja, die erste Münze ist ein gammeliger Cent. Das ist eigentlich nicht, wofür wir hier hingekommen sind. Naja gut, egal. Besser als nichts. Weiter geht's. Na, könnt ihr das sehen? Wenn da ein Auto mit dem Reifen rumfährt, dann ist der platt. Den machen wir weg und beseitigen die Gefahr. Naja, kein Geld, aber immerhin interessant.
Ja, zum Glück die erste dänische Münze. Ja, das ist toll. Wir möchten für den Strand von Lakolk jetzt gerne eine Fundauswertung mit euch machen. Und vorweg muss man sagen, es gibt so einige Besonderheiten, die man natürlich kennenlernt, wenn man so einen Strand ganz genau untersucht. Das erste, was aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es in Dänemark keinen Dosenpfand gibt. Also hatten wir öfters Signale, die eben halt genau solche Dosenreste aufzeichnen, weil die Menschen einfach ihre Dosen offensichtlich in den Sand werfen. Also Dosenreste, eine ganze Menge mit dabei und deshalb ist ein Haufen Aluminium zusammengekommen, was wir mitgenommen haben. Das macht die Suche natürlich ein bisschen schwieriger für uns, weil wir ständig Signale haben, die eigentlich nur Müll sind und ja, mit denen man auch nichts anfangen kann. Gleich am ersten Tag hatten wir dann doch noch ein bisschen Glück. Nach ganz vielen Signalen, die nichts waren, haben wir eine sehr schöne Münze gefunden, die wir gleich nochmal einblenden werden. Es ist leider bei der einzigen Münze geblieben, aber immerhin, damit haben wir schon mal einen Erfolg gehabt und mal wieder etwas Schönes, was wir zeigen können. Ein paar Tage später hatten wir dann hier in Lakolk auch noch eine sehr witzige Szene, die wir jetzt noch einmal einblenden. Im Laufe unserer Suche in Lakolk haben wir uns von der Mitte des Strandes, wo hauptsächlich die ganzen Fahrzeuge parken, langsam bis zur Wasserlinie vorgearbeitet. Vorne am Wasser gab es keine parkenden Fahrzeuge mehr, da anscheinend niemand riskieren wollte, von der anlaufenden Flut überrascht zu werden.
Relativ weit vorne nutzten viele Strandbesucher den Platz hingegen, um beispielsweise einen Windschutz aufzubauen, da es trotz des guten Wetters oft ziemlich windig war, wie man ja vielleicht auf manchen Aufnahmen auch schon gehört hat. Wir waren nun also schon ziemlich weit vorne angekommen und hatten schon länger kein Signal mehr bekommen, als es dann wieder spannend wurde. Zum Vorschein kam ein eher unübliches Modell eines Zeltheringens, was wir gerade sehen. Die Erfahrung hat natürlich gezeigt, dass an den Stellen, an denen eine Sache verloren gegangen ist, oftmals auch noch andere Gegenstände in der unmittelbaren Umgebung liegen. Es macht also auf jeden Fall immer Sinn, sich noch einmal ganz genau das Umfeld anzusehen, und genau das haben wir dann auch getan. Gerade nachdem ich aufgestanden war, gab es dann schon das nächste Signal, welches uns wieder zu demselben Ergebnis führte wie zuvor. Und nur wenige Schritte weiter wurde dann auch der dritte Gegenstand angezeigt. Und wieder kam ein Zelthering zum Vorschein, der in seiner Art wieder identisch mit den ersten beiden war. Wenn man sich jetzt einmal das Gesamtbild betrachtet, ergaben die einzelnen Positionen, in der die Zeltheringe im Boden steckten, die exakte Form eines Quadrats. Und nur an der vierten Ecke hatte man anscheinend die Befestigung im Boden gefunden und mitgenommen. Deshalb gab es da kein Signal. Ganz offensichtlich hatte hier eine Art Zelt oder ähnliches gestanden, und beim Abbauen haben die Besitzer anscheinend nur noch einen der Heringe gefunden. Der Rest ist im Boden stecken geblieben. Und es ist natürlich dann für uns auch immer wieder ganz interessant, was dann die Funde und ihre Positionen insgesamt für eine Geschichte erzählen oder welche Informationen sich daraus ableiten lassen. Ja, und wie ihr gerade gesehen habt, ein Zelthering, noch einer und dann der dritte. Das heißt, für unsere Campingausrüstung können wir hier schon gut vorsorgen, und das ist nämlich genau das nächste, von dem ich jetzt gerade gerne erzählen würde. Es ist natürlich sehr logisch, wenn wir viele Wohnmobile, viele Leute mit Campingausrüstung hier am Strand haben, findet man natürlich auch genau solche Sachen. Also irgendwelche Reste von Campingausrüstung und Campingzubehör, solche Dinge eben halt, wie jetzt hier unsere Zeltheringe. Meistens auch Dinge, die vielleicht irgendwie abgebrochen sind, Aluminiumteile wieder, die eben halt irgendwann mal zu einer Campingausrüstung gehört haben. Deshalb kann man also sagen, wir haben viele Signale, aber eben halt nicht viele gute Signale. Heute sind wir an den Strand von Sonderby, den sogenannten Sonderstrand, gefahren. Und wer denkt, dass La Coque schon einen riesigen Strand hat, der wird hier sehr schnell eines Besseren belehrt. Denn dieser Strand, der ist wirklich riesengroß. Und man sieht eigentlich nur Sand, wohin das Auge reicht. Es ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Andererseits muss man natürlich sagen, für die Suche mit dem Metalldetektor wird das hier jetzt umso schwieriger werden, weil natürlich bei so einem Riesenstrand die Suche nach etwas Vernünftigem der Stecknadel im Heuhaufen gleicht. Und ob es da überhaupt möglich sein wird, irgendetwas Sinnvolles zu finden oder irgendwas Interessantes zu finden, das werden wir jetzt gleich mal schauen. Auf jeden Fall haben wir hier einiges abzulaufen und werden jetzt mal sehen, was so kommt. Es ist wirklich sehr praktisch, dass wir an einem so weitläufigen Ort wie hier in Sonderby unser mobiles Zuhause mit dabei haben. Ohne unser Wohnmobil hätten wir unsere gesamte Ausrüstung erst einmal mehrere Kilometer tragen müssen, bis wir dann endlich dort angekommen wären, wo wir dann eigentlich hin wollten. So war das jetzt aber ganz entspannt und einfach,
da wir bis zum Ausgangspunkt für unsere Suche gefahren sind und wie man jetzt hier gerade im Bild sieht, musste ich dann nur noch kurz den Detektor zusammenbauen, bevor es losgehen konnte. Da der Strand so unglaublich weitläufig ist, mussten wir uns überlegen, wie wir angesichts dessen weiter vorgehen wollen und haben uns dann entschieden, direkt am Anfang des Strandes in Sichtweite der Dünengräser zu suchen. Hier parken die meisten Autos und auch Wohnmobile und deshalb scheint das jetzt logisch zu sein, dass hier natürlich die besten Chancen bestehen, irgendetwas zu finden, als wenn man in der großen Weite des Strandes sucht. Anscheinend war die Annahme auch gar nicht so verkehrt, denn schon bald gab es die ersten guten Funde. Ja, was ich euch noch nicht gezeigt habe, der Untergrund hier ist richtig schwarz, je tiefer man gräbt. Und hier, was haben wir hier? Ah, ja, das ist ja was ganz Kurioses. Oben ist es kupferfarben und ansonsten sieht es irgendwie aus, als ob unten dann ein Eisenstift da drin steckt. Kann ich nicht zuordnen, aber auf jeden Fall auch ganz interessant. Super, super, super.
Wow! Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das ist eine alte, abgeschossene Patronenhülse. Hinten sieht man den Boden. Kann man das da erkennen. Und hier vorne die Spitze ist richtig platt gedrückt. Fühlt sich auch ganz leicht an und klackert. Das heißt, die ist von innen hohl und auch natürlich nicht gefährlich. Dann können wir die sogar mitnehmen. Ist jetzt auch leider total verkrustet. Dann kann man die nicht ganz zuordnen. Jetzt kriegen wir das noch so hin, dass wir ein bisschen was erkennen können. Das ist ja mal eine tolle Sache. Wow. Jetzt ist sie mir noch gleich runtergefallen, aber ich habe sie. Heute waren wir am Strand von Sonderby und haben da unsere Suche fortgesetzt und möchten jetzt die Fundauswertung für diesen Ort machen. Es ist Wahnsinn, wie riesig dieser Strand ist. Also wirklich unglaublich. Sowas kann man sich nicht vorstellen. Das wirkt auf der Kamera gar nicht so groß, wie es eigentlich ist. Diese Weite ist einfach unendlich. Und naja, ich hatte es schon in der Moderation auf dem Strand gesagt, bei dieser Größe ist es halt die Suche der Stecknadel im Heuhaufen. Das kann man gar nicht anders sagen. Deshalb haben wir das so gemacht und haben geschaut, dass wir in dem Bereich gesucht haben, wo die Wohnmobile stehen und die ganzen Camper stehen. Das ist dann eher Richtung Dünen hin und eben halt nicht auf der Mitte dieses Strandes. Wir haben das mal kurze Zeit probiert, aber da gibt es halt kein einziges Signal, weil da halt auch einfach in der Fläche niemand wirklich ist und dann natürlich auch nichts verloren geht. Nach einiger Zeit war es ganz witzig. Es gab ständig Signale, es piepte einfach überall und das hatte auch so seine Begründung. Offensichtlich hat da jemand sein Portemonnaie geöffnet und dann ist das ganze Kleingeld rausgefallen. Deshalb haben wir hier den 1 Cent, 2 Cent und nochmal 20 Cent, die alle direkt nebeneinander gelegen haben. Ja, da hatten wir dann mal einen Treffer, allerdings natürlich mit deutschen Münzen. Genau das, was wir eigentlich nicht gehofft hatten, dass wir das hier finden. Aber naja, immerhin. Es ging dann weiter und dann piepte es noch einmal. Es wird wahrscheinlich auch ein Cent sein, was wir hier haben. Münze Nummer 4. Und dann ganz zum Schluss auf dem Rückweg, dann piepte es nochmal und ein längliches Objekt kam zum Vorschein. Wir haben es ja gerade schon gesehen. Es ist dann die Patronenhülse hier. Abgeschossen, ziemlich alt. Ich würde einfach mal vermuten, dass die aus einem sehr unschönen Kapitel der Geschichte stammt. Dänemark war im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen besetzt. Es gibt auch jede Menge Bunker, die auf Röme errichtet wurden. Und ich denke einfach mal, wenn man jetzt den Boden der Hülse hier reinigt, dann kann man vielleicht noch mit etwas Glück den Stempel erkennen und kann dann feststellen, aus welcher Zeit sie stammt. Ich befürchte, aus einem sehr dunklen Kapitel der Geschichte. Wir waren bei unserem Aufenthalt auf Röme selbstverständlich nicht nur mit dem Metalldetektor unterwegs, sondern haben die Insel auch auf mehreren Wanderungen intensiv erkundet. In der schönen Heidelandschaft sind wir dabei immer wieder auf Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen und einigen Informationstafeln konnte man entnehmen, dass die Befestigungen auf Römö zum sogenannten Atlantikwall gehörten und es einmal über 52 Bunker auf der Insel gegeben hat. Die Vermutung, dass die gefundene Patronenhülse aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, liegt damit also ziemlich nahe. Allerdings muss man sagen, die Tatsache, dass die Patrone abgeschossen wurde, stimmt mich und wahrscheinlich auch alle anderen ziemlich nachdenklich. Ja, und man kann nur hoffen, dass dadurch niemand zu Schaden gekommen ist.
Eventuell gibt es auch noch eine andere Erklärung, wie die Hülse an den Strand gekommen sein mag, denn wir haben gehört, dass der Strand von Sonderby gelegentlich auch vom dänischen Militär für Übungszwecke genutzt wird. Es könnte also möglicherweise auch sein, dass die Hülse also bei einem Manöver abgefeuert wurde und dadurch dann wirklich niemand zu Schaden gekommen ist. Klarheit werden wir erst haben, sofern wir die Hülse reinigen und der Bodenstempel uns später nähere Auskunft über die Herkunft der Patrone geben kann. Das werden wir dann aber am Ende des Videos noch sehen. Zum Abschluss unseres Videos möchten wir euch noch einige Besonderheiten unserer Suche in Röme zeigen. Beginnen wir zunächst einmal mit unseren Begleitfunden. Wie gesagt, hat sich eine ganze Menge Schrott ergeben, Campingausrüstung, natürlich wieder Zeltheringe und jede Menge Aluminiumdosen, weil es in Dänemark offensichtlich kein Alupfand gibt. Wir haben hier eine Waage und werden jetzt mal schauen, was wir alles vom Strand entfernen konnten. Es war zwar nur kurz zu sehen, aber 2,2 Kilo an Altmetall sind insgesamt zusammengekommen. Jetzt kommen wir noch einmal zu den interessanteren und erfreulicheren Funden. Unsere Patronenhülse werden wir reinigen und sofern sich noch etwas vom Bodenstempel her erkennen lässt oder andere Hinweise sich finden lassen, dann werden wir das gleich nochmal einblenden. Dazu brauchen wir aber noch eine Zeit. Das können wir erst wieder zu Hause in der Werkstatt machen. Wir sind inzwischen wieder zu Hause in der Werkstatt und wollen uns jetzt mit euch noch einmal zusammen genau unsere gefundene Patronenhülse angucken und hoffen, dass wir vielleicht, wenn wir den Boden hier unten reinigen, genau identifizieren können, woher die Hülse stammt. Wie man jetzt im Moment sieht, ist sie noch im ungereinigten Zustand und natürlich sehr verkrustet, sodass wir überhaupt auch gar keine Bodenprägungen erkennen können. Selbst unter der Lupe hier sieht man eigentlich überhaupt nichts von irgendeiner Beschriftung. Das heißt, im nächsten Schritt werden wir die Hülse jetzt reinigen und von den ganzen Verkrustungen befreien. Werden wir sie dann wahrscheinlich auch noch, damit wir sie wieder im Originalzustand sehen können. Aber wie gesagt, werden wir ganz besonderes Augenmerk hinten auf unseren Bodenstempel legen, damit wir dann vielleicht etwas über die Identität aussagen können. Es war zwar eine sehr aufwendige Prozedur, da die Patronenhülse, die wir am Strand von Sonderby gefunden haben, so extrem stark verkrustet war. Trotzdem ist es uns gelungen, den Hülsenboden zu säubern und damit die Beschriftung darunter freizulegen. Das hilft uns jetzt, dass wir die Hülse ganz eindeutig identifizieren können. Am Ende hat sich dieser Aufwand aber auf jeden Fall gelohnt, weil wie man jetzt hier im Bild schon sehen kann, ist es uns gelungen, den Hülsenboden vollständig zu reinigen und dabei die Beschriftung freilegen zu können. Wenn wir jetzt einmal genauer hinsehen, dann sieht man hier auf der linken Seite ein eingeprägtes großes A, es folgt ein großes M und das hier ist nochmal ein großes A, also die Abkürzung AMA. Wir haben das genau recherchiert. AMA ist die Abkürzung für das Munitionsarsenalet. Das habe ich jetzt bestimmt nicht richtig ausgesprochen. Es handelt sich auf jeden Fall um einen Munitionshersteller in Frederikshavn in Dänemark. Wenn wir nun weiter nach rechts gehen, sehen wir hier eine 9 und eine 6 eingeprägt. Das steht wiederum für das Herstellungsjahr 1996. Bezüglich der beiden Theorien, die wir zu unserer Patronenhülse hatten, können wir also Entwarnung geben. Es handelt sich nicht um eine Patrone aus dem Zweiten Weltkrieg. Damit ist es also auch ausgeschlossen, dass jemand dadurch verletzt worden ist. Es handelt sich vielmehr um eine dänische Patronenhülse, die für das dänische Militär hergestellt wurde.
Und das bestätigt unsere zweite Theorie, dass sie nämlich im Rahmen einer Militärübung am Strand von Zonderby eingesetzt wurde. Es gibt auch noch einen weiteren interessanten Hinweis, der auf diese Tatsache hinweist. Das zeigen wir euch jetzt im Anschluss. Ihr werdet euch vielleicht zurückerinnern, wir haben am Strand von Zonderby damals nicht nur die Patronenhülse, sondern auch den seltsamen Gegenstand in dem schwarzen Sand gefunden, den wir in dem Moment gar nicht richtig zuordnen konnten. Auch diesen Gegenstand haben wir gereinigt und wie sich jetzt bei der Reinigung herausgestellt hat, passt er ziemlich gut zu der Patronenhülse, was natürlich eine kleine Überraschung darstellt. Ihr seht hier, hat der Gegenstand solche Riefen. Und die Riefen stammen daher, dass es sich um ein Projektil, also um ein Geschoss handelt, was anscheinend ebenfalls bei Militärübungen am Strand von Zonderby abgefeuert worden ist. Wir hatten damals schon am Strand erkannt, dass Kupfer in diesem Gegenstand verbaut ist. Das ist nämlich die Ummantelung des Projektils, die wir hier sehen. Und der Kern besteht aus Eisen, der war damals nämlich noch ganz schwarz. Jetzt nach der Reinigung ist er wieder blank. Das heißt, es handelt sich hier um ein Geschoss mit einem Eisenkern. Durch den Aufprall, das sieht man hier vorne auch ganz schön, hat es sich ziemlich verformt. Das heißt, es muss also auf einen ziemlich harten Gegenstand aufgetroffen sein. Und von der Größe her sieht man ja im Vergleich zu unserem Bleistift hier, ist es schon immens groß. Wird also wahrscheinlich auch nicht von einem Jäger stammen, sondern das wird dann wahrscheinlich auch einem militärischen Hintergrund zuzuordnen sein, genauso wie auch unsere Patronenhülse. Damit können wir die beiden Gegenstände ganz eindeutig in einen Zusammenhang bringen und zusätzlich auch in einen neuzeitlichen Kontext einordnen. Ganz zum Schluss haben wir noch eine weitere Überraschung für euch. Wir hatten in Zonderby ebenfalls diesen absolut seltsamen Gegenstand gefunden. Er ist eindeutig aus Eisen gewesen, das konnte man schon anhand der Verrostung sehen. Und alles andere war durch die dicke Kruste verdeckt. Um euch zu zeigen, welches Geheimnis sich hierhinter befindet, haben wir den Gegenstand von der einen Seite noch so belassen, wie er damals war, und haben aber die Rückseite schon mal gereinigt. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, was sich dahinter verbirgt. Tada! Es ist ein Schraubenschlüssel. Hier vorne sieht man die eine Seite, die wir schon gereinigt haben. Die Rückseite haben wir noch in der dicken Verkrustung gelassen, um mal zu zeigen, wie dick auch die Rostschicht eigentlich da drauf ist. Das ist also der mysteriöse, lange Eisengegenstand, den wir auch noch in Zonderby gefunden haben. Es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen und genauso lange hat es auch gedauert, um den Schraubenschlüssel völlig zu reinigen. Jetzt sehen wir ihn im komplett gereinigten Zustand ohne Rostkruste. Wenn wir diesmal die Rückseite umdrehen, dann sehen wir, dass auch diese Seite vollständig blank ist. Man kann, wenn man genau hinsieht, auch noch etwas von der alten Beschriftung erkennen. Der vordere Teil ist ziemlich weggerostet, da kann man kaum noch was erkennen, aber hier kann man noch andeutungsweise ein U, ein P und ein R erkennen. Das heißt, hier stand einmal Super und danach viel deutlicher zu sehen kommt die Beschriftung Stil, also Super Stil. Und hier an dieser Ecke haben wir eine 13. Hier wird wahrscheinlich ebenfalls eine Beschriftung gewesen sein, aber die ist komplett weggerostet. Die 13 sagt auf jeden Fall etwas über die Größe des Schlüssels auf dieser Seite hier aus. Damit konnten wir diesen Gegenstand, den wir zuerst gar nicht einordnen konnten, nun also ganz komplett identifizieren. Und als letztes wenden wir uns noch einmal unserer tollen Münze zu. Die ist ja so das
der absolute Highlight-Fund, den wir gemacht haben. Jetzt hat sich natürlich die Frage gestellt, um was für eine Münze es sich denn da handeln könnte. Es ist eindeutig eine dänische Münze, so viel ist klar, weil wir hier hinten das königliche Wappen haben. Die Patina hat aber einiges auf der Münze überwuchert, sodass man sie nicht genau identifizieren kann. Wir haben einfach mal bei dem aktuellen Geld nachgesehen und zuerst war der Verdacht, dass es sich vielleicht um ein 10-Kroner-Stück handeln könnte. Allerdings war die Theorie bald vom Tisch, weil die Münze dafür einfach zu groß ist. Wenn es keine 10 Kroner sind, dann gab es nur noch die Möglichkeit, dass es 20 Kroner sind. Und hier sieht man schon, damit liegen wir genau richtig. Es sind also 20 Kroner und die Aluminiumbronze, aus der dieses Stück gemacht ist, hat halt in der Zeit, in der sie im Boden gelegen hat, die interessante Patina entwickelt, die wir hier bei unserem Fund sehen. Zum Ende unseres Videos von Römö wollen wir jetzt wieder die abschließende Fundschau mit euch machen und euch zeigen, was wir alles bei unserer Suche finden konnten. Wir hoffen sehr, dass euch das Video gefallen hat und sagen bis zum nächsten Mal. Als gleichsam bemerkenswerter wie freundlicher Umstand soll an dieser Stelle nicht vergessen werden zu erwähnen, dass die dänischen Behörden uns nicht nur sehr schnell und unkompliziert bei der Ausstellung einer Suchgenehmigung geholfen haben, sondern man uns auch viel Spaß und Erfolg bei der Suche wünschte. Dies ist keine Selbstverständlichkeit und für diese Freundlichkeit wollen wir uns hiermit auch noch einmal ganz herzlich bedanken.